Ravenmore Academy, die Neuheit 2026 im Freizeitland Geiselwind. Wir sind heute hier, Pre-Opening, Soft-Opening von einem neuen Motion-Based Multi-Motion Dark Ride von Aufwind Rides hier im Freizeitland Geiselwind. Und es wird gruselig, es geht in eine Zaubererschule und wir fliegen durch diese Schule in verschiedensten Varianten und es gibt richtig krasse Pre-Shows. Das alles und noch viel mehr mit ein paar Hintergrundinformationen vom Hersteller dieses Rides, Aufwind Rides, gibt es jetzt in diesem Video. Wir stehen heute schon wieder vor Ravenmore Academy, einen neuen Dark Ride von uns. Heute im Pre-Opening, das heißt noch nicht alles perfekt, aber es läuft und das können wir uns gleich mal angucken. Dann, bevor wir reingehen, was habt ihr da genau gemacht, wenn du Dark Ride sagst? Das kann ja erstmal alles bedeuten. Ja, also wir haben, der Ride geht ungefähr 11 Minuten, das heißt wir haben 5 bis 6 Minuten Pre-Show. Und dann haben wir 5 Minuten Fahrt auf unseren Bewegplattformen, die da im Prinzip durch den Ride durchfahren. Wir haben doppelt so lange Schiene wie in Thüle, 50 Meter, haben deutlich mehr Gondeln drauf und die Gondeln sehen jetzt auch deutlich anders aus wie früher. Dann gucken wir uns das mal an, oder? Genau. Das ist ja schon krass. Ich muss gerade mal schauen, eigentlich läuft hier noch Musik. Oh. Schauen wir mal, wann das kommt. Ja, aber ich denke, sieht schon recht hochwertig aus. Ne? Das sieht richtig krass aus, wenn man hier reinkommt. Also. Auch Bilder und so, richtige Rahmen. Wird nicht gespart, wirklich nicht gespart. Das ist der Niklas, unser neuer Soundmann. Wir haben ja diesmal erstmal Immersive Sound drin. Genau, alles selbst komponiert. Ne? Das ist der erste Pre-Show-Raum. Da sitzt ein Gespenst am Klavier. So ein richtiges Gespenst. Ja. Und da oben ist drin. Ne? Da oben steht sie quasi auf der Empore und erzählt nachher was. Genau. Ja, das war schon ein Riesenaufwand. Ne? Stark, also die zwei Pre-Show-Räume sind richtig stark. Was habt ihr denn ride-technisch noch hier umgesetzt, außer den ganzen Pre-Shows und die Thematisierung? Das kommt auch alles von euch? Alles. Idee, Konzept? Alles von uns, ja. Nur, dass es ein Geisterschloss sein sollte, ja. Was ist eigentlich anders zu dem Fahrzeug, als was man sonst schon von euch kennt? Gut, es hat ein paar Verbesserungen technischer Art. Wir haben den Sound natürlich verbessert, das sieht natürlich ganz anders aus. Ansonsten ist es ein ziemlich gleiches Ride-System. Also wir versuchen das einfach weiter zu optimieren und damit eben viele Dinge. Aber diesmal dann quasi all in die Gestaltung, weil das ist super krass geworden, finde ich. Ja, also es sieht richtig attraktiv aus, ja. Richtig attraktiv. Was habt ihr im Ride selber, außer die Fahrt mit Bewegung und 4 Screens, noch alles umgesetzt, was man so erwarten kann, wenn man hier als Gast hinkommt? Also wir fahren zum ersten Mal rückwärts. Wir fahren nicht nur vorwärts, sondern wir fahren auch rückwärts auf der Schiene. Das ist nicht ganz so einfach, auch sicherheitstechnisch. Okay. Was ist denn der Unterschied? Das Fahrzeug fährt das Fahrzeug dann nochmal zurück, oder? Das fährt zurück, es setzt quasi man könnte zurück. Ja die Gondel ja eigentlich nur drehen. Ja, aber man merkt es ja hinten bei der Speed-Projektion oder auch im Tunnel, es kommt natürlich schon ganz anders, wenn er plötzlich zurückfährt. Ne? Und gut, wir haben zum ersten Mal eine gekippte 180-Grad-Leinwand gemacht, also die quasi nicht so steht, sondern so steht. Und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, es macht ein unheimlich gutes Feeling. Lasst euch überraschen. Ja, genau. Ist eine komplette Rückpro, weil wir einfach mit den Beamern gar nicht mal übers Fahrzeug reinkommen. Deswegen wurde es als Rückpro ausgeführt. Und ich denke, das hat jetzt dafür, dass es eigentlich ein Experiment war, wirklich gut geklappt. Und Special Effects habt ihr auch noch ein bisschen? Wir haben tatsächlich Feuer hier drin, ja. Ja. Ich kann es nicht glauben, dass da Feuer drin ist. Ich hab's ja, nicht gesehen. Ja, wir haben extra ein Containment gebaut, ein Feuerfischer-Containment. Und da lassen wir quasi eine Flamme hochschießen. 6, 7 Meter. Was man so macht. Was man halt so macht, genau. Ja. Also wir haben angefangen im Oktober letzten Jahres und haben jetzt, die Hallen wurden erst fertig so Ende Februar und ab Ende Februar haben wir jetzt hier die Anlage reingebaut und jetzt in Betrieb genommen. Ja. Jetzt sind wir Mitte Juni.
Jetzt haben wir die Juni, ja. Genau. Ja. Wie gesagt, es ist jetzt ein Pre-Opening. Es sind noch ein paar kleine Kinderkrankheiten da. Die versuchen wir jetzt Stück für Stück abzustellen. Ja. Krasse Attraktion, müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Ihr habt vielleicht so ein paar Snippets gesehen. Wir zeigen euch kein ganzes On-Ride, dafür müsst ihr hier hinkommen. Das möchte auch das Freizeitland Geiselwind, dass jetzt nicht alles gespoilert wird. Und das wird auch die Experience, glaube ich, ein bisschen kaputt machen, weil es echt einige Überraschungen gibt. Und Dinge, die sich bewegen, die man vor allem nicht in Deutschland bewegend erwartet hätte, wenn man das versteht. Oder schon mal in Orlando war, dann kann man sich vielleicht ein bisschen was vorstellen. Wenn man schon mal Harry Potter Fahrattraktionen gesehen hat, gibt es Inspirationen und Ähnlichkeiten an der einen oder anderen Stelle. Wir sind ja auch in einer Zauberschule hier. Kannst du uns dann abschließend noch die Story ein bisschen näher bringen für das Video, für die Leute, dass sie schon mal abgeholt werden, worum es hier eigentlich geht? Im Prinzip ist das so eine alte, ehrwürdige Zauberschule. Und da gibt es eben die Protagonistin, die Mora. Und die hat so eine Art, wenn sie quasi emotional sehr bewegend ist, dann hat sie so eine Art Geist, so ein zweites Ich, was so als Geist auch hier auftaucht, und die sprechen auch miteinander, was das Ganze ein bisschen spannender macht. Und dieser Takt dieser Schule ist aus den Fugen geraten und man wird quasi mit auf die Reise genommen, diesen Takt wieder in Ordnung zu bringen. Ja Leute, was soll ich euch sagen? Erstmal richtig cool, hier entsteht ja auch ein komplett neuer Bereich im Freizeitland Geiselwind, und Ravenmore Academy ist halt der neue Full Motion Dark Ride hier von Aufwind Rides. Echt richtig stark. Natürlich irgendwie sehr stark inspiriert an Harry Potter and the Forbidden Journey, aber das muss ja gar nicht schlecht sein, weil das ist ja auch ein krasser Ride. Und du hast eine Mischung aus richtigem Dark Ride und Screen-based Szenen, wo man dann eine Simulation hat und da ein Abenteuer erlebt. Viele Special Effects, viele Pepper Ghost Effekte. Also es sieht aus, als ob jemand da wäre, ohne da zu sein, und quasi 1 bis 2 Animatronics, also ein Animatronic und ein sehr krass cool sich bewegender Effekt, den man bei einem der neuesten und aufwendigsten Dark Rides der Welt jetzt erst in den USA quasi gesehen hat. Und das ist im Gesamten richtig gut geworden. Und von außen sieht es cool aus, von innen sieht es noch viel cooler aus, meiner Meinung nach. So, es gibt quasi 4 Pre-Shows, würde ich ja schon fast sagen. Und die beiden letzten sind richtig stark. Vor allem halt die Bibliothek und danach der Wind, wo auch dann halt schon Animatronic mit drin ist. Das kann man, glaube ich, mal verraten, ohne dass ihr wisst, wann, wie, wo was kommt. Das ist echt stark geworden. Und ein Ride, der echt cool ist, der auf einen kleinen Footprint passt und sehr immersiv gestaltet ist, dass du halt Boden, Wände und Decke hast, die gestaltet sind. Man fährt mit einem Dark Ride Fahrzeug durch einen Dachboden quasi. Also im Großen und Ganzen finde ich das wirklich richtig gut. Eure Meinung dazu, zu Ravenmore Academy hier im Freizeitland Geiselwind, würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das Ganze schon ausprobiert habt. Heute ist noch Soft Opening. Es geht dann die nächsten Tage hier richtig los. Und dann sind auch wahrscheinlich noch so ein paar, dann sind auch ein paar kleine Kinderkrankheiten ausgemerzt, die jetzt vielleicht noch da waren, wo es noch ein bisschen gehakt hat oder das Timing noch nicht 100% richtig war. Aber daran schrauben die Jungs und Mädels von Aufwind gerade auch noch.